Hallo, hallo, hallo meine Lieben und zurück auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, hier ist Charlotte Seehaus. Oh my Hi, God. baby. Are we not allowed to say crack on YouTube? No, not anymore. Weil sie ist jede Woche auf YouTube und Facebook und Instagram geblockt, weil sie eine... Heute werden wir einen wunderbaren Look auf ihr schminken und ich glaube, du trägst heute braunes Haar. Ja. Natural as always. Und wir machen ein wunderbares Glamour-Make-up für sie. Das ist ihr erstes Glamour-Make-up. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach zu. Also wir beginnen mit einem Brow-Block. Ich verwende einfach Uhu-Stick auf diesen wunderbaren und ganz, ganz tollen Augenbrauen. Ich beneide dich um diese Augenbrauen. Dein Ernst jetzt? Ja, ich beneide dich wirklich, weil ich habe epiliert und gezupft wie blöde, als ich sehr, sehr jung war. Ich hatte so eine Grufti-Phase. Deine Koteletten, die werde ich auch ein bisschen blocken. Also ich werde morgen wahrscheinlich sehr transgender ausschauen. Weißt du, alle denken sich dann immer so, oh mein Gott, Sharon Stone kommt. Luzi, bringst du mir bitte irgendetwas, wo ein Spoolie oben ist? Das ist ja auch das Ding, weißt du, was ich dir eigentlich zeigen wollte. Und zwar, ich rasiere mich immer erst währenddessen. Du dich Und schminkst. zwar, ja. Erstens, um Zeit zu sparen und zweitens, falls ich mir dann doch überlege, doch als Boy in den Club zu gehen, falls das Make-up beschissen ausschaut von den Augen, hast du immer noch die Bart. Option, ja, das stimmt. Ja. Weißt du, aber sonst ist es zu spät. Aber ich bin gespannt. Es wird toll. Du hast so viele Pinsel, Mensch. Ja, ich hab Pinsel. Mit den 3 Pinseln, die wir auch zwischendurch nicht sauber machen. Ja, geil. Weißt du? Deshalb frag dann bitte nicht, was das für eine Farbe ist, weil das ist einfach eine angemischte. Das ist einfach eine Krankheit. Machen wir jetzt heute eigentlich Drag-Make-up oder machen wir Natural? Wir machen Dark honey. What did you Toll! Das ist der Self-Adjusting Complexion Primer von Urban Decay. Und Charlotte hier wusste nicht, was Urban Decay ist. Urban Decay ist eine sehr gute Beuty-Marke. Also falls ihr mir auch was schicken wollt, Urban Decay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Hallo und willkommen zurück. Wir haben hier den N-Bay Paint Stick von Kryolan und wir beginnen hier ganz dezent zu schminken. Wie machst du das? Also wie deckst du hier deinen Bart ab? Du gehst mit deiner 1 Euro Foundation drüber. Nee, das Lustige ist, ich habe auch von Kryolan den Stick, bloß 5 Stufen Nuancen dunkler. Geil. Ideal. Weißt du, so schön verfilzte Haare, Nuttenoptik. Das ist so meine Drag. So, und hier Nase. Aber macht man das nicht immer mit, wurde mir nicht gesagt, dass das eigentlich mit Rot? Ja, oder man nimmt einfach so viel, dass es egal ist. Okay. Und das habe ich gerade gemacht. Also Du hast ja auch Haut immer wird Bartschatten. so klar. Ich habe Bartschatten? Ja, immer. Auf Was? jeder Party. Das ist doch nicht dein Ernst. Also wer näher an dich rankommt, so wie ich, sieht das immer sofort. Ist es jetzt dein Ernst? Ja, wirklich. Bartschatten, Girl? Wem glaubt ihr jetzt eher? Ihr könnt das ja kommentieren. Weil ist ja das, ob ich bei The Walking Dead mitmache. Ja. So schön mit Ausschlag um die Augen jetzt, alles so rot. Alles tot. Ja. We're still in the Walking Dead Mode. Also lässt du das hier vorne auch, ja? Ja, das lasse ich, weil das gefällt mir ganz gut und da können wir dann die Augenbraue ansetzen. Ja, weißt du, dann komme ich hier so an, sehe mich hier in dem Licht und denke mir so, Ja, das Licht ist halt wirklich unverzeihlich, aber auf der anderen Seite sieht das halt hier im Spiegel, sieht das Licht ziemlich heftig aus, auf der Kamera nicht. gleich erinnert mich dann immer daran, wenn ich dann irgendein Date habe mit irgendwelchen Boys. Ja. Und die sind dann genauso enttäuscht. Oh, was für ein geiler Typ. Und dann so, ach, du bist ja doch nicht straight acting. Und ich denke mir so, ich bin eine Drag Queen, was erwartest du bitte? Weil die Leute haben ja immer von diesem Craigslist gesprochen. Ne? Ja, und da kriegst du ja alle möglichen Dienstleistungen und du kannst ja auch im Laden lassen. Ja, und das Ding ist, was ich dachte mir so, okay, komm, Aber ging mach. das? Und dann war das Ding, und dann wurde irgendwie Essen angeboten und ich dachte so, weißt du, wie haben die da alles Sex? Ich dachte mir so, Ah ja. Chicken Nugget, Ja. toll. Das ist ein Concealer. Das ist ein Catrice. Das kannst du dir auch leisten. Dass ich nehme immer so die Reste, die es bei Humana gibt. Gibt's ja auch die Tranny-Section, weißt du? Die Chloe von Waldorf Section. Burning, selling my book. Im Zara, also ich arbeite hier im Zara. Ich war 1,5 Jahre im Zara, weißt du das? Ja. Ich hab dir das schon mal erzählt. Ja, das stimmt. Wir sind Zara-Bitch. Wir kommen aus demselben Ghetto. Und das Beste war, die eine hatte bei uns in der Tasche gekackt.
Also ihr habt, ihr eine Scheiße in einer Tasche gefunden. Ja. Welcome to Berlin, honey. Also, Charlotte, du wirst ja 30 und du hast in Berlin einen Drag Roast, wo du geroastet wirst. Naja, also das werde ich mir schon überlegen, ob ich dazu komme. Und das Lustige ist, es gab es glaube ich noch gar nicht. Einen Drag Roast? Ja, oder zumindest auf Deutsch. Aber ich finde, das große Vorbild sollte sein der Pamela Anderson Roast. Oh ja. Weil das war der beste Roast aller Zeiten. Mir wurde schlecht. Also wir haben jetzt ein bisschen hier Contouring gespielt mit der Urban Decay Shapeshifter Palette und einem wunderbaren Contouring-Pinsel und wir haben hier ein bisschen so eine Form in dieses ganze Debakel gebracht. Von vorne gefällt mir die Nase, aber von der Seite mag ich es nicht. Ja, aber also Drag Queens von der Seite ist immer schwierig. Mhm. Hast du nie Sex mit Schwulen in Drag? Nee. Nee. Und, weißt du, und dann bin ich Nee, aber so privat bin ich. Weißt du, weil schon alleine, wenn ich das ja an. Oh nee, jetzt müssen wir die Kamera ausmachen. Du verwendest das ja alles. Okay, nach diesen ganzen Schweinereien müssen wir jetzt ein bisschen. Aber muss erstmal wieder Make-up zu einem machen. normalen Topic Genau. bin. Okay. Also ich helle hier jetzt auf, nachdem wir Contouring abgedunkelt haben, helle ich auf mit dem Secret Under Eye Brightening Powder by Laura Mercier. Okay, the talk was real. Wir haben jetzt ein bisschen uns verplappert, aber die Augenbrauen sind jetzt langsam am Fertigwerden eigentlich. Und ich finde, die sind ganz schlecht. Ich habe das gemacht mit Urban Decay Shapeshifter Palette und ein bisschen dunkelbraunem Lidschatten und dem Tame & Frame Eyebrow Gel von NYX Cosmetics. Und jetzt mache ich hier die Kanten sauber und sie wird schon ein bisschen geil. Ich werde geil oder die Kante wird geil? Na, die Kante wird geil, aber du bist eine geile Kante hier, oder? Richtig geil. So, wir haben jetzt mal begonnen, hier die Augen zu machen. Ich benutze die Kate von die Palette. Freudscher Versprecher. Cheers. Raufschauen, Darling, rauf. Guck immer rauf, das ist doch mein Look. Oh ja, so ist es richtig. Sag mir, wenn ich fertig Rein mit der braunen Soße hier. Warst du schon mal irgendwo so in so einem Dänemark-Land oder so? Du weißt, was ich meine. Du warst doch in der Kopenhagen. In Kopenhagen, ja, Kopenhagen. sehr, sehr Und oft. wie sprechen die da deinen Namen aus? Charlotte Krickhülsen. Boys sind auch richtig hot. Ah, ich mag ja die nordischen Männer total. Deshalb kann ich mit den Österreichern auch nichts anfangen. Putting my tissue on her because I love it. It's such a good trick and it's so easy. Mach zu. Sieht so ein bisschen aus wie Rocky Horror Picture Show. Hey, jetzt lass doch mal. Nee, wirklich, aber ich find's gut. Findest du Rocky Horror? Ich finde es eigentlich ziemlich geil bis jetzt. Na, finde ich ja auch. Ja. Ist es nicht so? Wir machen hier Glitter Primer auf die Lider, weil es kommt jetzt gleich der Glitter. Dann machen wir hier überschüssige Glitterflöckchen weg. Oh, scheiße. Oh. Scheiß die Wand an. Oh. Ich glaube, ich gehe jetzt meine Hände waschen. So geil. So. Wer ist überhaupt der geile Typ mit der Boxershort hier in der Küche? Oh, das ist ein Balletttänzer. Das ist, also eines müsst ihr wissen, ja, aus meiner Ballettvergangenheit, das ist eben so, dass ich hier immer wieder einfach, da kommen dann so, ja, hallo hier, ich bin's, der Balletttänzer aus Brasilien und die stehen dann so in meiner Küche. Während der Eyeliner trocknet, wir nutzen hier die Zeit, weil ich glaube, wir schminken schon seit 7 Stunden, nehme ich den Mineralized Blush in Exotic Amber und das ist so orange mit ein bisschen seltsamen Farben drin, aber ich mag das auf deinem Haut und ich mag das. Das ist sehr schön. Das kennen wir doch gar nicht, was du aus Berlin ja alles mit. Dabei weiß doch jeder, dass alle schlechten Sachen aus Österreich kommen. Das stimmt, vor allem der Lugner. Lebt der noch? Ja! Oh. Der war natürlich wieder im Opernball. Hast du gesehen das Interview mit Lotte Tobisch No. bei Markus Lanz? Alle schwulen Menschen, die hier zuschauen, schaut euch das Interview mit Lotte Tobisch an bei Markus Lanz.
Göttin. Wie sie redet, ist göttlich. Ja. Und bei den ganzen Deutschen, weißt du, sitzen halt alle so Markus Lanz und lauter Deutsche. Oh mein und Gott, alle so, naja, also ihr Österreicher. Ja. Und sie so, nein, sagen Sie das nicht, weil ich weiß schon, Sie machen sich alle über uns lustig, aber so wie Sie reden, das hört sich bei uns auch blöd an. Das ist großartig. Einen Toast auf Lotte Tobisch. Liebe Lotte, der war für dich. Okay, und weil wir hier bei Tamara Mascara sind, haben wir auch die Better Than Sex Mascara. Oh, Better Than... Wirklich, heißt es so? Ja, schau, das ist ja ein. Oh mein Gott. Better than that. Oh mein Gott. Nicht ganz zu machen, muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst ist alles am unteren Lid. Sie so, was für ein Lied? Glied? Spielsprache. Die tschechische Das Sprache. Beste, die spricht Italienisch da draußen. Feinstes Italienisch nur die Tschechen. Und wieso redet sie Italienisch, wenn der andere aus Brasilien kommt? Naja, das Ding ist, in meiner Küche sitzt gerade. Europa. Hier genau hinter, mehr als Europa. In meiner Küche sitzt gerade ein brasilianischer Balletttänzer, der in Leipzig arbeitet. Ein italienischer, was ist der eigentlich, Rechtsstudent, der aber auch Buchhalter gelernt hat. Und eine jugoslawische, das sagt man nicht mehr, aber Jugo ist Jugo. Eine Jugo, die Italienisch kann und sie arbeitet beim Film als, ich glaube, was ich bis jetzt herausgefunden habe, so irgendwas mit Marketing. Aber es sieht für mich auch gerade so aus, als ob du irgendwie ein, Dir das oh Gott, was aufbaut. ist das denn? Was denn? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Skalpell. Das ist doch von Mutter. Das ist der Penisvergrößerer. Nein, das ist eine Wimpernpinzette. Eine Wimpernpinzette. Super Ach, du merkst. Achso, ich dachte gerade, du hast die Wimpern wieder abgenommen. Ja. Du. Ferkel. Alles. Geil. Oh. Ah. Ich glaube, meine Nachbarn haben, glaube ich, noch nie mehr Sexgeräusche gehört. Oh, der schmeckt voll gut. Ja, der riecht urlecker. Ja, du musst dir Ur angewöhnen. Ur. Ja, das sagen wir alle hier. Urtoll. Urgut. Dann. Urtoll. Oh, oh, oh. Scheiß die Wandern. Ah, mir gefällt das auch, dass du das schön so runterziehst, diese Merkelwinkel machst. Toll. Okay. Es hat 7 Jahre gedauert. Wir sind immer noch nicht ganz so. Wir haben jetzt hier ein Revlon Gloss. Ich weiß wieder keine Farbe. Pink Ruby. Das ist so ein Metallic Pink. Das ist geil. Okay. Und jetzt machen wir das. Nein. Mach den Mund halb geschafft. Ja, wunderbar. Schön mit den Du Zähnen. musst hier mal. Warte. Mach mal. Toll. Toll. Na, also bitte. Oh, jetzt kommt schon so richtig. Ach ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns das Ganze mit einer Perücke an und sehen dann, wie groß die Katastrophe wirklich ist. Wir sehen uns wieder. So machst du. Das ist einfach so lustig ist. Jungs und Mädchen da draußen und alles, was sich noch nicht ganz entschieden hat, hier sind wir retourniert mit unseren Perücken und Wimpern. Charlotte C. House und Tamara Mascara in the House. Und was sagst du, wie gefällt dir dein Look? Sag nichts Falsches, ich drehe dir den Hals um. Also ich würde sagen, sehr hübsch. Oh, danke. Also in dem Licht sieht es sehr gut aus. Na, wenn du ins anderes Licht geht, zwar nicht, aber hier sieht es wirklich gut aus. Also, Du hast das sehr gut gemacht. Du kannst nicht Guck wiederkommen. mal, Silvi. Aber das nächste Mal werde ich auf jeden Fall dich schminken. Mit meinen Make-up-Skills. Also das Video wird sehr schnell vorüber sein, wenn wir es geschnitten haben. 4 Minuten. Oh ja. Mindestens. Aber das sind die besten Videos im Internet. Und ich meine, in diesem Sinne, wir gehen jetzt gemeinsam zu Ken Club, weil Charlotte legt dort auf. Und ich glaube, it's a wrap, Hannah. It's a wrap. It's a wrap. Thank you for watching. See you in my next video. Bye. Bye, Felicia.